So, und wenn ihr als geradeaus jetzt geht, hier werdet ihr Jardin des Tuileries finden. Wenn wir mal kurz die Kamera schwenken. Sieht auch sehr, sehr schön hier aus. Wir gehen jetzt mal geradeaus weiter. Hier vorne links seht ihr die Spitze des Eiffelturms. In Paris ist derzeit tatsächlich alles zentral und man kann eigentlich auch alles zu Fuß erreichen. Also so wie ihr mich kennt, mache ich das auch, alles zu Fuß. Nur für diejenigen, die halt Probleme haben mit den Füßen, es natürlich, und nicht jeder will Stunden mit den Füßen sich bewegen, weil irgendwann ist man auch erschöpft. Dann kann man durchaus die Metro nehmen. Metro ist auch überall angebunden, von daher es ist alles okay. Man kann so oder so machen. Wir gehen weiter. So, wir gehen jetzt weiter, einmal Richtung Jardin des Tuileries. Mit den schönen Pflanzen hier. Hier gibt es auch sehr viele Statuen. Und hier einen wunderschönen Springbrunnen. So, wir gehen jetzt mal weiter. Also hier gibt es wirklich sehr viele schöne, geile Spots, die man abklappern kann. Zu Fuß. Und ich würde euch das auf jeden Fall empfehlen. Hier sind sogar zwei Möwen.
wenn wir hier geradeaus gehen, kommen wir zu Place de la Concorde. Das will ich euch auch nochmal zeigen. Und wie gesagt, hier gibt es auch wirklich schöne Gärten mit schönen Blumen. Und hier links würde ich euch nur mal einmal sagen, ist Musée d'Orsay. Also auch vorne sozusagen so ein Museum. Aber da werden wir jetzt heute nicht gehen. Es ist jetzt Oktober. Das Wetter ist dementsprechend jetzt ein bisschen abgekühlt. Es ist nicht mehr so warm. Auf jeden Fall regnet es auch. Das heißt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, so eine Regenjacke und einen Regenschirm mitzunehmen. Gestern hat es geregnet und ja, bei Regen kann man halt nicht so viel unternehmen, aber ich lasse mich nicht davon abbringen, hier weiter schöne Monumente zu sehen und zu erleben. Hier kann man auch schön Frühsport machen. Macht auf jeden Fall, denke ich mal, Spaß und motiviert einen. Vor allem in dieser Gegend. Hier gibt es auch so einen Springbrunnen. Das ist ein bisschen kleiner, aber von der Fläche her dieselbe Größe. So, wir sind gleich da bei dem Place de la Concorde. Hier ist eine jede Menge Umbau. Das sieht aus wie eine Tribüne. Vielleicht noch von den Paralympics, das noch stehen geblieben ist.
Und wenn wir hier geradeaus nochmal durchgehen, da würden wir das Palais Bourbon finden. Hier sind wir im Assemblée National Palais Bourbon. Ich will euch das nur mal von außen noch mal zeigen. Hier ist auch sehr, sehr schön. Das ist grün. Hier können wir sozusagen nochmal das Assemblée National von links und rechts umranden. Hier kann man jetzt nicht ohne weiteres rein. Aber ich wollte euch das nochmal so zeigen. So, dann gehen wir mal weiter. Zu Pont Alexandre, dem dritten. Wir müssen mal gucken, dass wir die Straße überqueren. Theoretisch von dort wieder. So, wir gehen jetzt die Straße etwas wieder zurück und dann nach links. Zu Pont Alexandre dem Dritten. Hier haben wir nochmal die Beschilderung. Lasst euch einfach inspirieren und genießt die Aussicht.
Und wir sind da beim Pont Alexandre dem Dritten. Das ist eine sehr, sehr schöne Brücke. Mit Goldfarben sozusagen verzerrt, umrandet. Und der Eiffelturm ist direkt in der Nähe sozusagen. Hier rechts. Hier vorne sehen wir das Galerie Dior. Und wenn wir hier rechts nochmal gucken, finden wir das Petit Palais. Also einen kleinen Palast neben den Pont d'Alexandre, dem Dritten. Und auch daneben findet ihr, wenn ihr hier geradeaus durchgeht, vom Pont Alexandre III. Bei der Brücke, findet ihr die Esplanade des Invalides.
Aber da werde ich jetzt nicht hingehen. Ich wollte es euch jetzt nur mal so zeigen, da man von dort aus auch eine sehr schöne Blick Richtung der Brücke hat. Hier sind wir beim Église de la Madeleine. Magdalene. Hat man auch einen sehr guten Aussichtspunkt. Was für ein großes Tor hier ist. Boah, das sind schon einige Meter hier, diese Tür. Und hier finden, also das ist eine Kirche. Ich glaube, hier finden aber auch Veranstaltungen statt. Ein sehr, sehr schöner Aussichtspunkt. So, dann machen wir jetzt mal weiter. Wir gehen jetzt Richtung Oper de Garnier. Wir gehen jetzt Richtung Palais Garnier. Das ist auch in der Nähe von Galerie Lafayette. Wir schauen uns jetzt die Gegend auch nochmal da an. So sieht es auch nochmal von außen aus. Das sind halt die unschönen Seiten von Paris. Ob
Obdachlose auf der Straße schlafend. Man findet das häufiger tatsächlich. Hier befinden wir uns jetzt im Museum des Parfüms, Fragonard. Hier kann man sozusagen auch Seminare teilnehmen. Diese Seminare, die kosten auch gegebenenfalls 30 Euro, 40 Euro. Ihr müsst mal gucken. Ich will jetzt keine Reklame machen, aber bei Get Your Guide könnt ihr das durchaus finden. Und dann könnte man sozusagen sein eigenes Parfüm herstellen. Und diese komplette Straße ist sozusagen hier, nennt sich der Parfümstraße. Wir haben hier sehr viele indische Touristen. Das ist eine sehr schöne Gegend hier. Ich wollte auch so ein Seminar teilnehmen, tatsächlich, aber ich habe es mir doch anders überlegt. Also da stellt man sein eigenes Parfüm her, ja, aber da benutzt man auch jetzt nicht das, was man gerne möchte, sozusagen. Man hat nur 3 oder 4 Stück zur Auswahl und man mischt das und ja, also ein bisschen Standard. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du dein eigenes Parfüm richtig mixen kannst oder machen kannst, dann wäre das richtig cool und auf jeden Fall wert.
So, schön. Schöne Parfümstraße. Wir gehen weiter. So. Da vorne, ganz weit vorne, da sehen wir schon Galerie Lafayette. Und das ist auch ein Geheimtipp von mir, den ich euch weitergeben möchte. Für diejenigen, die nach Paris wollen und sehr schöne Spots mit einem Eiffelturm suchen. Aber bevor wir da hingehen, nehme ich euch kurz mit hierhin nach Palais Garnier. Es ist eine Opera. Ich werde jetzt nicht reingehen, aber wir werden von außen gucken. Ist auch ein sehr, sehr schönes Gebäude. Wir gehen mal rüber. Hier könnte man einmal rein. Das werden wir jetzt auch mal machen. So. Hier sehen wir es nochmal. 1825 erbaut. Eintritt kostet natürlich auch hier Geld. Ist aber auch ein sehr, sehr schöner Spot, um schöne Aufnahmen zu machen. Also die Monumente, die Architektur ist richtig geil. Ist richtig schön. So, jetzt gehen wir weiter. Wir haben jetzt Opera Garnier gesehen. Eintritt kostet Geld. Auch von außen könnt ihr auch es beobachten. Jetzt gehen wir Richtung Galerie de Lafayette. Und jetzt zeige ich euch den schönen, geilen Spot. Galerie Lafayette ist eine Art Einkaufscenter. Also nicht in einer Art, sondern es ist ein Einkaufscenter. Und dort könnt ihr alles Mögliche an Geschenken finden, Anziehsachen, Klamotten, alles was das Herz begehrt. Von teuersten Markenklamotten hin bis hin zum Mitbrinsel findet ihr alles. Diese Gegend ist auch natürlich sehr berühmt und auch durchaus sehr viel besucht. Ein Besucherandrang auf jeden Fall. Deswegen, wenn ihr vorhabt, auch hier ein bisschen mit weniger Menschen um sich herum zu haben, dann müsst ihr tatsächlich früher kommen. Wir gehen mal hier diese Runde und von der Seite gehen wir dann, glaube ich, rein. Wäre besser. So, wir gehen jetzt geradeaus durch zum Galerie Lafayette. Nur wir müssen ja aufpassen. Wir können jetzt durch. So, ich bin jetzt einmal drin im Galerie Lafayette. Hier seht ihr einige Sachen an
ja, Frauenartikel, bis hin zu Männerartikel, bis hin zu alles Mögliche. Wir werden aber jetzt nicht hier die ganzen Klamotten und so abklappern, sondern ich will euch nur einfach den richtigen schönen Spot zeigen, den ich euch vorhin erwähnt habe. Und dafür müssen wir jetzt ganz nach oben. Und das wird ein bisschen dauern, aber wir werden jetzt gleich da sein. Schauen wir uns auch nochmal hier an. Hier ist auch ein sehr, sehr schöner Spot. Wir sehen hier die schönen Steine. Farbig. Und hier haben wir den schönen, hier haben wir auch so einen Point, wo wir schöne Bildaufnahmen machen können. Also hier oben könnten wir auch hin. Oder müssen wir hier uns anstellen. Das ist so ein Glaswall. Hier steht es auch nochmal. Aber hier ist auch die Schlange. Also lohnen tut sich das jetzt eher weniger. Aber man könnte es durchaus tun. Aber wir gehen jetzt weiter nach oben. Hier geht es weiter nach oben. Hier sind wir jetzt in den teuren Bereich mit Louis Vuitton und alles Mögliche. Hier zeige ich euch nochmal kurz. Also hier müssen wir hin, La Terrasse, ja, und das ist der schöne Aussichtspunkt, was ich euch gesagt habe, zum Paris rum und einen Eiffelturm. Da seht ihr alles. Es gibt 6 Etagen plus die Terrasse, also insgesamt 7. Wir gehen jetzt nochmal nach oben. Hier kommen wir zur Babyklamotten und Stickerei, aber wir gehen nach oben. So, wir sind jetzt in den obersten Bereich angekommen, in die 6. Etage. Hier gibt es verschiedene Arten von Restaurants, Essmöglichkeiten, und hier gibt es dann, wenn ihr dann von den Aufzügen her nach links geht, wenn ihr jetzt hier nach links geht, würdet ihr auch so Mitbringsel-Sachen hier finden, was ihr für die Familie oder Angehörige mitnehmen könnten. Ja. So. Und hier gibt es auch nochmal so einen schönen Aussichtspunkt da vorne, aber ich will jetzt auch nicht die Leute stören. Es gibt einen besseren, und das ist bei La Terrasse.
So, und das ist der Aussichtspunkt, was ich euch gesagt habe, wo ihr Paris sehr schön sehen könnt. Einfach jetzt nur mal genießen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es sehr gefallen, vor allem das Wetter hat sehr, sehr gut mitgespielt, wie ihr seht. Und wir haben einen sonnigen Tag erwischt. Genießt es jetzt nochmal. Und wenn ihr in Paris seid, würdet ihr auf jeden Fall, also ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, hierher zu kommen.